Hi, hallo und willkommen! Was verdienen YouTuber und wie viel Geld kann man mit einem kleinen YouTube-Kanal wie meinem eigentlich verdienen? Lohnt es sich heutzutage überhaupt noch, einen YouTube-Kanal zu starten und kann man davon wirklich irgendwann leben? Ich würde sagen ja und zeige dir in diesem Video auch warum. Heute zeige ich dir ganz transparent das Wachstum meines Kanals und meine ersten YouTube-Einnahmen mit ungefähr 2000 Abonnenten. Spoiler, sie sind höher als gedacht. Vor genau 7 Monaten habe ich diesen Kanal erstellt und am 7. Februar mein erstes Video hochgeladen. Zu dem Zeitpunkt konnte ich natürlich noch nicht ahnen, wie gut sich der Kanal entwickeln würde, und ich hätte auch nie gedacht, dass ich schon so schnell genau dieses Video drehen würde. Ich habe mir immer wieder solche Videos angeschaut und bin jedes Mal überrascht, wie viel oder wenig Geld andere YouTuber mit ihren Kanälen verdienen. Schon von Anfang an war mir klar, dass ich auch ein solches Video machen möchte, in dem ich transparent meine Einnahmen, die ich mit YouTube erziele, teile. Ich möchte auf keinen Fall protzen oder angeben, ich möchte dir Mut machen, dass du einen eigenen YouTube-Kanal startest und somit die Chance hast, selbst online Geld zu verdienen. Für mich hat sich der Aufwand jetzt schon gelohnt und ich bin echt stolz, wie weit wir in dieser kurzen Zeit gekommen sind. Das freut mich unglaublich und ich freue mich auf die weitere Zukunft. Wenn du das erste Mal hier bist, herzlich willkommen. Ich bin Linda und auf meinem Kanal geht es um Finanzen und meinen Weg zur finanziellen Freiheit. Wenn du diese Themen interessant findest, dann like jetzt das Video und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Seit einiger Zeit gibt es auch die Möglichkeit, Kanalmitglied zu werden. Genau neben dem Abo-Button ist jetzt noch ein weiterer Kanalmitglied-Werden-Button. Schau doch gern mal dort vorbei. Ich freue mich über jedes Mitglied und jede Unterstützung. Danke! Wie verdient man mit YouTube Geld und wie kommt man ins YouTube-Partnerprogramm? Ich bin sicher, du hast schon das ein oder andere Video zu diesem Thema gesehen, deswegen von mir hier nur eine kurze Version. Der wichtigste Teil ist natürlich, dass du zuerst einmal ein Video auf YouTube veröffentlichst. Das klingt ganz logisch, ist es aber gar nicht. Viele wollen Videos machen und mit YouTube Geld verdienen, haben aber viel zu hohe Ansprüche an sich selbst und das erste Video und laden aus diesem Grund niemals das erste Video hoch und verpassen somit eine wirklich große Chance. Natürlich werden die ersten Videos keine Knaller-Videos, so viel sollte auf jeden Fall klar sein, aber mit jedem Video wirst du besser und vor allem sicherer. Und wie sagt man immer wieder so schön, YouTube ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und dafür sind eben genau 2 Dinge notwendig. Erstens, du musst anfangen und zweitens, du musst durchhalten. Auf diese Weise wirst du irgendwann an deinem Ziel, dem Partnerprogramm, ankommen. Was genau meine ich mit durchhalten? Ich möchte dir mal die Zahlen der ersten Tage auf diesem Kanal zeigen. Stell dir vor, es hat auch mich viel Überwindung gekostet, mich vor die Kamera zu stellen und das erste Video zu drehen. Ich bin alles andere als eine Rampensau und ich habe auch jetzt noch vor jedem Dreh etwas Lampenfieber. Die Vorbereitung für das erste Video hat mehrere Stunden gedauert. Erst musste ich ein Skript schreiben, das Licht und die Kamera einrichten, das Video aufnehmen und schneiden. Nicht zu vergessen das Thumbnail, der Titel, die Beschreibung und. Und dann passiert das. 18 Aufrufe in einer Woche. Ja genau, du hast richtig gehört, 18. Wie du sehen kannst, waren es 6 am ersten Tag, wovon ich wahrscheinlich 6 Mal selbst geklickt habe und an den nächsten Tagen 1 bis 2 Klicks pro Tag. Spätestens hier wird einem klar, das wird definitiv nicht leicht. Ich möchte dich aber keineswegs verschrecken, sondern ermutigen, weiterzumachen, denn es werden zu 100% bessere Tage folgen. Wie du hier sehen kannst, schon im ersten Monat, in dem ich im YouTube-Partnerprogramm bin, hatte ich einen Tag mit fast 45 € an nur einem einzigen Tag und das nach nur 7 Monaten. Was braucht man, um ins YouTube-Partnerprogramm aufgenommen zu werden? Man benötigt genau 3 Dinge. Deine Videos müssen den Richtlinien entsprechen, dann brauchst du noch 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Watchtime. Das klingt auf den ersten Blick gar nicht viel, aber wie ich dir ja bereits gezeigt habe, hat man zuerst keine bzw. nur wirklich wenige Zuschauer und somit auch keine Abonnenten. Meinen ersten Abonnenten hatte ich erst nach 5 Tagen. Stell dir vor, du sitzt 5 Tage vor deinem Rechner und drückst immer wieder Reload und es passiert nichts. Und nach 5 Tagen dann der ersehnte erste Abonnent. Ein tolles Gefühl, gleichzeitig aber auch die Ernüchterung, YouTube ist wirklich ein Marathon und das Ziel noch in weiter Ferne.
Derzeit bekomme ich um die 30 bis 40 neue Abonnenten jeden Tag dazu. Das sind über 1000 pro Monat. Das ist wirklich unglaublich viel für meine Größe. An meinem besten Tag waren es sogar mal 100 an nur einem Tag. Ich konnte meinen Augen gar nicht trauen, als ich das gesehen hatte. Das war echt der Wahnsinn und natürlich habe ich das dann auch mit einem alkoholfreien Bier gefeiert. Jetzt macht es wirklich Spaß, die Seite zu reloaden, denn fast immer ändert sich die Zahl der Abonnenten. Wenn dich interessiert, wie ich das geschafft habe, gib dem Video ein Like. Bei 1000 Likes mache ich dazu ein extra Video. Was die 4000 Stunden Watchtime angeht, nur ein kleiner Tipp meinerseits. Viele neue YouTuber haben damit ein großes Problem. Oft haben sie schon mehr als 1000 Abonnenten und sind noch weit entfernt von den 4000 Stunden. Die Länge der Videos ist entscheidend. Stell dir vor, deine Videos sind nur 5 Minuten lang und im Durchschnitt werden sie 3 Minuten angesehen. Wobei 60% schon wirklich viel sind, das muss man erstmal schaffen. Aber dennoch brauchst du jetzt 80.000 Klicks, das ist wirklich eine Menge. Es ist also sehr sinnvoll, sich zu überlegen, welche Themen man in einem Video verpacken kann, welche so interessant sind, dass die Zuschauer mehr als 3 Minuten dranbleiben. Ich hatte zwischendrin auch ein bisschen herumexperimentiert und versucht, kürzere Videos zu machen, um auf 60% und mehr durchschnittliche Watchtime zu kommen. Das hat aber nur dazu geführt, dass die gesamte Watchtime des Kanals gesunken ist, was man an der Kurve gut sehen kann. Und dadurch hat es natürlich auch länger gedauert, die 4000 Stunden Watchtime zu erreichen. Es ist also sinnvoll, längere Videos zu veröffentlichen, natürlich mit der Maßgabe, dass die Videos angeschaut werden. Meine durchschnittliche Watchtime für August war zum Beispiel 6 Minuten und 44 Sekunden und in den letzten 7 Tagen ist sie sogar auf 7 Minuten und 27 Sekunden angestiegen. Wie lange hat es bei mir gedauert, um ins YouTube-Partnerprogramm aufgenommen zu werden? Wie ich vorhin ja schon gesagt hatte, hatte ich am 7. Februar mein erstes Video hochgeladen. Ich habe die 4000 Stunden Watchtime schon vor den ersten 1000 Abonnenten erreicht und zwar nach genau 161 Tagen, also 5 Monaten und 10 Tagen. Das ging recht schnell, weil ich insgesamt eben eine recht hohe Watchtime pro Video hatte. Die 1000 Abonnenten haben dann zusätzlich nochmal 9 Tage länger gedauert, also 5 Monate und 19 Tage. Man könnte sagen, dass ich fast eine Punktlandung hingelegt habe. So konnte ich mich am 27.07. für das Partnerprogramm bewerben und schon 2 Tage später wurde ich aufgenommen und konnte meine Videos endlich monetarisieren, also Werbung schalten und mit ihnen Geld verdienen. Das ging so schnell, da ich schon einen Google AdSense-Account hatte und nichts weiter eingestellt und geprüft werden musste. Insgesamt hat es also weniger als ein halbes Jahr gedauert von einem Kanal, der bei 0 gestartet ist, bis ich das erste Geld mit meinen Videos verdient habe. Wie schaltet man Werbung vor, nach und während seiner Videos? Natürlich ist man super gespannt, weil man endlich ins Partnerprogramm aufgenommen wurde und wartet auf den ersten Verdienst. Nach der Aufnahme muss man erstmal bei allen seinen Videos die Monetarisierung einstellen und sich entscheiden, ob man Midroll-Ads, also Werbung in den Videos, schalten möchte. Midroll-Anzeigen kann man seit einiger Zeit jetzt schon bei einer Videolänge von 8 Minuten schalten. Vorher mussten die Videos 10 Minuten lang sein. Das dürfte grundsätzlich dazu führen, dass die Videos auf YouTube etwas kürzer werden. Und natürlich entscheidet man auch, welche Art von Werbeanzeigen geschaltet werden soll. Das meiste verdient man mit den überspringbaren Anzeigen, die würde ich also auf keinen Fall ausschalten. Wenn man ein Häkchen bei den Midroll-Ads macht, kann man entscheiden, ob man selbst Werbeblöcke einpflegt oder man nimmt die YouTube vorschlägt. Ich entscheide mich in den allermeisten Fällen für die Vorschläge, die YouTube mir macht und bleibe dann auch dabei. Ich schalte also nicht überproportional viel Werbung, sondern richte mich nach den Vorschlägen von YouTube selbst. Kann man beeinflussen, welche Werbung bei den eigenen Videos gezeigt werden? Nein, kann man nicht. Jedenfalls bei meiner Größe habe ich keine Möglichkeit, dies zu beeinflussen. Ich kenne leider auch keinen wirklich großen YouTuber persönlich, den ich diesbezüglich mal fragen könnte. Vielleicht kennst du ja jemanden und kannst fragen und es uns dann in die Kommentare schreiben, das würde mich echt mal interessieren. Wie viel Geld habe ich am ersten Tag verdient? Der erste Tag war bei mir nur ein halber Tag, weil es natürlich eine Weile gedauert hatte, alles einzustellen. Aber an diesem Tag, den 29.07., habe ich 6,88 € verdient. Am nächsten Tag waren es schon 11,66 € und am 3. über 20 €, um genau zu sein 20,73 €. Da war ich völlig aus dem Häuschen, über 20 € Tageseinnahmen durch YouTube nach nur 3 Tagen. Wahnsinn, dachte ich, damit hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht gerechnet. Dabei wird die Tragweite dieser Summe erst so richtig deutlich, wenn man diese gegen meine derzeitigen Ausgaben stellt.
Im Schnitt rechne ich mit ungefähr 9 Euro pro Tag fürs Wohnen, 10 Euro für Lebensmittel und 6 Euro für die Krankenkasse. So komme ich auf tägliche Kosten von ca. 25 Euro. Somit decken diese 20 Euro schon 80% meiner täglichen Ausgaben. Da war ich wirklich, wirklich positiv überrascht. Social Blade gibt für diesen Tag einen Wert von 8 bis 9 Dollar an, also ungefähr 7 Euro. Der echte Verdienst war also fast das Dreifache. Warum ist das so? Der Hauptgrund dafür ist der CPM, also wie viel man mit 1000 Klicks verdient. Dieser CPM ist für jede Nische, jeden Kanal, sogar für jedes Video unterschiedlich. Und wenn man genau ist, ändert er sich ständig immer und immer wieder. So gibt YouTube auch nur einen durchschnittlichen CPM an. Social Blade nimmt einen CPM zwischen 25 Cent und 4 Dollar an und errechnet daraus eine Spanne, in der der Verdienst liegt. Dabei darf man nicht vergessen, dass der CPM auf Social Blade nicht genau der Zahl entspricht, die auf YouTube steht. So geht Social Blade von dem Verdienst pro 1000 Klicks aus und YouTube selbst zeigt den kompletten Betrag, der durch die Werbetreibenden gezahlt wurde. Man darf also nicht vergessen, dass man diesen Wert noch mal 55% rechnen muss, da sich YouTube für die Bereitstellung der Plattform, Schalten der Werbung und Vermarktung der Videos 45% der Einnahmen einbehält. Die beiden Zahlen kann man also nicht so einfach 1:1 vergleichen. Aus diesem Grund gibt es jetzt auch einen neuen Wert, den RPM. Dieser Wert gibt Aufschluss, wie viel Geld man mit 1000 Klicks wirklich verdient und ist aus diesem Grund viel aussagekräftiger. Mein durchschnittlicher CPM für August lag bei 14,52 Euro, also beim derzeitigen Dollarkurs 17,19 Dollar. Es bleiben also ungefähr 9,45 Dollar übrig, wenn man die 45%, die YouTube einbehält, abzieht. Insgesamt ist das aber dennoch knapp das 2,5-fache von dem, was Social Blade als maximalen Durchschnittswert von 4 Dollar annimmt. Aber auch das stimmt nicht, denn 9,45 Dollar wären nur knapp 8 Euro. Mein RPM liegt für August aber bei 9,25 Euro. Warum ist der CPM und RPM so hoch? Der Hauptgrund dafür ist die Nische und die Zielgruppe. Ohne zu weit ins Detail zu gehen, denn das wird das Video sprengen, kann ich sagen, die Zielgruppe meiner Videos ist im Verhältnis recht alt und das Thema Finanzen ist für viele Werbetreibende interessant. Aus diesem Grund gibt es eine größere Konkurrenz und die wiederum treibt den Preis in die Höhe. Deshalb ist der CPM und folglich der RPM bei Finanzvideos höher als zum Beispiel bei Beauty, Gaming oder Unterhaltungsvideos. Aber nun zum wichtigen Teil des Videos. Wie viel habe ich im ersten Monat verdient? Da wir nun wissen, dass der CPM hauptverantwortlich für die Einnahmen ist, kommen wir jetzt noch zu dem zweiten wichtigen Bestandteil, die Klicks bzw. die Aufrufe der Videos. Nachdem mein Kanal ins Partnerprogramm aufgenommen wurde, haben 2 meiner Videos plötzlich mehr Klicks bekommen als vorher. Hier mal die 2 Kurven. Diese beiden Videos sind dann auch für einen starken Anstieg der Aufrufe und das folgende Wachstum verantwortlich. Das Wachstum war so stark, dass sogar YouTube mich darauf hingewiesen hatte, dass ich 171% mehr Klicks erhalten habe als vorher. Auf diese Weise konnte ich im letzten Monat meine Klicks und auch meine Abonnenten mehr als verdoppeln, was für den August ganz konkret bedeutet 66.363 Aufrufe und 1048 neue Abonnenten. So habe ich in meinem ersten Monat bei einem CPM von 14,52 Euro unglaubliche 614 Euro verdient. Das sind im Durchschnitt 20 Euro pro Tag. Dazu kommen noch 66 Euro von meinem anderen Kanal und zusammen ergibt das 680 Euro für August. Das deckt jetzt schon 90% meiner derzeitigen Ausgaben. Aber so viel Geld ist das ja gar nicht für den Aufwand. Diesen Kommentar lese ich immer wieder und irgendwie stimmt er, aber eben auch wieder nicht. Natürlich kann man diese Einnahmen nicht mit einem normalen 40-Stunden-Job vergleichen, denn dort arbeitet man im Schnitt 172 Stunden pro Monat. Beim Mindestlohn wären das 1.608,20 Euro brutto. Wenn man nun die 680 Euro durch 172 Arbeitsstunden rechnen würde, kommt man auf einen Stundenlohn von nur 4 Euro. Das wäre wirklich nicht viel. Ich arbeite an den Videos aber keine 172 Stunden. Ich veröffentliche derzeit ungefähr 8 bis 9 Videos pro Monat und für jedes Video brauche ich insgesamt ca. 8 Stunden. Mal mehr, mal weniger. So komme ich auf eine ungefähre Arbeitszeit von 64 bis 72 Stunden. Das wiederum ergibt einen Stundenlohn von 9,44 Euro bis 10,62 Euro brutto. Damit liege ich schon jetzt über Mindestlohn. Aber der wichtige Punkt ist ein anderer, nicht nur die Videos des jeweiligen Monats verdienen Geld, sondern alle Videos des Kanals.
Je mehr Videos ich also veröffentliche, je höher wird zwangsläufig der Verdienst werden und auf diese Weise steigt natürlich der durchschnittliche Stundenlohn. Auf diese Weise wird man irgendwann auf Zahlen kommen, die man in einem Bewerbungsgespräch auf keinen Fall verlangen sollte, wenn man denn die Stelle haben möchte. Die YouTube-Einnahmen in einen Stundenlohn umzurechnen, führt also nicht zum Ziel, denn es ist wirklich viel Vorarbeit nötig. Man geht in Vorleistung, hat aber eben auch die Chance, weitaus mehr zu verdienen als in einem normalen Job, vor allem wenn man sich noch weitere Einnahmensquellen neben AdSense aufbaut. Und wann startest du deinen eigenen Kanal? Fandest du das Video interessant, dann gib gern einen Daumen nach oben und werde Abonnent, um kein Video mehr zu verpassen. Vielen Dank, habe noch eine schöne Zeit bis zum nächsten Video. Tschüss!